Ja, wir haben es nach Äthiopien geschafft. Nur in Boggy. Sehr traurig. Ja, eigentlich dachten wir, dass die Grenze ja wegen Corona geschlossen ist. Nein, Bürgerkrieg. In Ethiopia, there's a civil war brewing. On Wednesday, the local ruling party attacked federal troops. Heavy fighting has broken out. A last red line had been crossed. Wir haben gerade unser letztes Cash in den Corona-Test gesteckt. Mit der Hoffnung, dass der negativ ist und wir abhauen können hier. So, wir sind in der International VIP-Klinik, haben 120 US-Dollar wahrscheinlich gezahlt und den Beleg bekommen. Es gibt einen kleinen Test, damit wir hier mal rauskommen. Das ist nämlich knifflig, wir haben kein Geld mehr. Wir müssen hier weg in irgendein Land, wo wir Geld kriegen. Katharina musste schon erstmal Spray nehmen. Schnappatmung kriegt man da, Schnappatmung. Also wenn er negativ ist, sind wir nicht gefickt, dann freuen wir uns. Und wenn er positiv ist, dann sind wir gefickt. Wir können uns noch 2 Kaffee leisten. Katharina habe ich schon seit Tagen nicht mehr lächeln sehen. Seit 5 Tagen sind wir in Khartoum, seit 5. 5 zu viel. Da steht Abd al-Salam. ABD, leer, Dings al-Salam. Wir sind beim Abd al-Salam wieder bei unserem Werkstattmeister. Dieses Mal nicht wegen dem Boggy, sondern wegen unserer Geldbörse. Er hat uns nämlich anscheinend ein paar US-Dollar organisiert. Mal gucken. Das wäre nämlich Step 2 für heute. Nach dem Corona-Test. Was lächelt er denn da so schelmisch, der kleine Björn? Hello people. The Germans Why are you late? Gir. Ja. Macht's euch selber. Ja, aber dann nicht. Hättest du jemals gedacht, dass du dich über Licht so freuen kannst? Also ich finde, man muss erstmal Stromausfall öfters haben, bevor man merkt, wie scheiße es ist, in der Dunkelheit zu sitzen. Das ganze Land ist einfach, das ist eine Lesson in Gratitude. You don't know what you got until it's gone. Ja, wir haben trotzdem einiges geschafft bekommen heute. Wir waren beim Abd al-Salam Der hat plötzlich aus seiner Tasche 500 US-Dollar rausgezogen und danke nochmal an die Familie Hörler an der Stelle für den kleinen Notgroschen. Den mussten wir leider hier schon im Sudan aufbrauchen. Und zwar komplett. Den kompletten kleinen, wahrscheinlich eher ein großer Notgroschen. Das war ein großer Notgroschen. Danke Mama, danke Papa. Aber der ist jetzt in US-Dollar umgewechselt. Nächstes Mal vielleicht einen US-Dollar reinpacken. Danke. Ohne das hätten wir jetzt noch umgerechnet wahrscheinlich 3 Euro. Stimmt nicht, 20. 20 Euro. Gut, wir haben jetzt US-Dollar. Wir holen morgen unseren Corona-Test ab. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Es geht langsam wieder aufwärts, habe ich das Gefühl. Langsam. Ja, das ist halt, Aber wir waren auch ganz unten. wenn du komplett einmal richtig aufgeschlagen bist mit dem Gesicht zuerst auf dem Betonboden, dann, ich weiß nicht, Wir waren hier ist scheiße. Wir waren ganz da unten. drin, tief drin. Ja, richtig drin. Das ist auch ganz schlammig und ekelhaft und matschig und schmutzig. Und manchmal einfach. glitscht auch was so an dir vorbei und du möchtest gar nicht wissen, was das jetzt auch für ein Tier ist. Ja. Und jetzt sind wir langsam wieder so Richtung Scheiße-Level. So ganz langsam wieder tasten wir uns daran. Vielleicht können wir kurz Luft schnappen auch. Kurz rüber. Mal wieder rein. Die Stunde der Wahrheit. Wir holen die Testergebnisse ab. Nervös? Ach, ja, ein bisschen schon. Mal schauen. Ja.
echter Kaffee mit meiner Kreditkarte bezahlt. Und was denkst du, was ein echt guter Kaffee in der VIP-Lounge am Addis Abeba Flughafen kostet? 1,30 Euro. Fast, ja, $2. Ja, wir haben es nach Äthiopien geschafft. Ohne Bobby. Sehr traurig. Wir haben einen Flug gebucht nach Südafrika und das war der traurigste Moment, den wir auf der Reise hatten. Ja, wir wollen eigentlich mit dem Bobby hier reinfahren. Jetzt sind wir gerade reingeflogen. So richtig schön übers äthiopische Hochland. Es sah einfach nur geil aus. Berge, grün. Ja, eigentlich dachten wir, dass die Grenze ja wegen Corona geschlossen ist. Nein. Afrika ist ein instabiles Land. Da gibt es kurzfristig mal vielleicht auch einen kleinen Bürgerkrieg. Oder einen großen. In Ethiopia, there's a civil war brewing. The army is marching into the northern province of Tigray. On Wednesday, the local ruling party attacked federal troops. Heavy fighting has broken out. Local forces attacked federal troops. A last red line had been crossed. Afrika ist ein Land, das merke ich mir, das hat die Lehrerin Katharina Höller gesagt. Finde ich gut. Ja? Schade. Traurig. Traurig. Ganz traurig. Und anstrengend. Wir haben gedacht, das wird ein toller Urlaub, aber bis jetzt Urlaub ist das falsche Wort. Das dachte ich noch nie. ist alles nur Scheiße. Alles. Von A wie... Ja, da kommt gar nichts raus aus Da dem kommt Ding, gar ey. nichts. Das ist Adi. Du siehst aus wie du siehst wie ein Wilder aus. Dein Bart, der wächst dir gleich in die Augen rein. Bah. Ah, wenigstens das funktioniert, ey. Ich sehe aus wie ein Wilder. Von A wie am Arsch bis Z wie Zum Kotzen. zum Kotzen. Ja, wie man sieht, sind wir richtig, wir sind einfach positive Leute. Komm, egal, das Beste draus machen. Wir müssen dankbar sein für das, was wir haben. Ich habe nichts. Nichts habe ich. Ich habe die Hey, hat, du hast einen negativen Covid-Test. Das ist doch was. ja, ist negativ. Es ist alles einfach nur negativ auf diesem Trip. Scheiße.